Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Heute bei mir zu Gast Sebastian Dietrich, kurz Sebi. Und er hat einen ganz besonderen Job. Er ist Gerichtssachverständiger oder so. Das erklärt er uns aber gleich ganz genau. Und zwar für Software. Er bewertet, ob Software State of the Art ist. Wie wichtig da Qualität und Co. sind, das erzählt er uns gleich. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Sebi, schön, dass du da bist. Hallo Richie, schön dich zu sehen. Ja, ich bin ja ganz aufgeregt wegen unserer Folge heute, muss ich ehrlich gestehen. Zum einen, weil wir uns ja, also du bist einer der Gäste, die ich, glaube ich, am längsten kenne. Das sind ja schon, ich weiß nicht, Jahrzehnte. ja, 15, 20 Jahre, irgendwie sowas muss es sein, ne? Wo wir gemeinsam damals noch bei der Firma Anecon gewirkt haben. Ne? Und ja, und hin und wieder kreuzen sich unsere Wege. Und dann bei unserem letzten irgendwo Gespräch und irgendwann, da kam wieder Dings, was du jetzt eigentlich so machst. Und ich sag's jetzt mal salopp, du bist Gerichtssachverständiger Genau. für Software. Genau. So, ja, und genau. Das ist natürlich sehr spannend. Jetzt habe ich es wahrscheinlich falsch gesagt, aber du wirst uns da gleich aufklären. Nein, das Sag ist mal, schon was machst du denn? Okay, also Gerichtssachverständiger ist quasi der kurze Begriff. Offiziell heißt es allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger. Und allgemein beeidet heißt, ich habe einmal einen Eid abgelegt vor der Präsidentin des Handelsgerichts. Das heißt, ich muss bei einem Gerichtsverfahren nicht noch einmal beeidigt werden. Ja, erspart man sich 5 Minuten vor Gericht. Und gerichtlich zertifiziert heißt, ich habe eine Prüfung ablegen müssen vor einer Richterin und vor 2 Fachprüfern. Das waren Universitätsprofessoren zu meinem Fachgebiet. Und bei der Juristin, also bei der Richterin zu diversen Rechtsthemen, aber ganz trivial. Also da muss man nicht Jus studiert haben, um das zu schaffen, diesen rechtlichen Teil. Und die Idee dahinter ist, dass wenn es einen Rechtsstreit gibt und die beiden Parteien sagen, sie haben beide recht, wie es so üblich ist, und der Richter kennt sich aber technisch nicht aus dann schlägt er vor aus der Liste der Gerichtssachverständigen, wir könnten doch den Herrn XY nehmen, der kann uns da jetzt Klarheit schaffen, und wenn sich dann beide einigen, ja, das ist okay, dass wir den nehmen. Hier geht es ja nicht um Strafprozesse, sondern um Zivilprozesse. Also die einigen sich dann, ja, den nehmen wir und dem glauben wir dann beide, was der dann sagt. Dann wird er halt beigezogen vor Gericht, um halt zu sagen, wie es so Sache ist. Jetzt ist ja deine große Besonderheit, dass du ja da für den Bereich Software dann angefragt wirst. Ne? Also Genau. Also da ist die Software ja irgendwie der Streitpunkt und dann natürlich die Qualität und deswegen auch in diesem Podcast. Ne? Genau. Also das ist mein Spezialgebiet. Was sind denn da so für Genau, was sind denn da so deine so typische Fälle, wo du dann quasi kontaktiert wirst und in Einsatz kommst? Also, vor Gericht ganz selten. Warum? Weil die meisten Leute wollen gar nicht vor Gericht gehen mit ihren Softwareproblemen. Stell dir vor, du bist eine große Firma und hast eine Software eingekauft, bist unzufrieden mit der Software aus was auch immer, was für Gründen und möchtest dich jetzt dann darum streiten. Du möchtest aber eigentlich nicht haben, dass deine Kunden wiederum wissen, dass du ein Problem mit deiner Software hast. Und Gerichtsprozesse sind ja prinzipiell eigentlich öffentlich. Das heißt, du kannst das auch nicht verheimlichen, wenn du dich nicht, wenn du dich vor Gericht dann erst einigst. Deswegen werden die meisten Sachen außergerichtlich bestritten. Es gibt aber einen Spezialfall, und stell dir vor, du hast ein Unternehmen, das im Staatsdienst ist oder sehr staatsnahe ist, dieses Unternehmen. Dann könnte dir der Rechnungshof vorwerfen, du hast dich da außergerichtlich geeinigt, naja, da wird irgendwo illegal Geld geflossen sein bei dieser Einigung. Deswegen
möchten die sich sehr wohl gerichtlich einigen, aber meistens ist es so, dass die sich in Wirklichkeit schon vorher ausgestritten haben, und bei einem Zivilprozess ist das allererste, was ein Richter mal fragen muss: Können Sie sich vielleicht außergerichtlich einigen? Und die Antwort ist dann: Nein, wir brauchen sehr wohl eine gerichtliche Einigung, aber hier haben wir schon die Dokumente vorbereitet, wir sind eigentlich fertig, wir brauchen nur noch die Unterschrift. Und der Richter ist dann natürlich auch recht froh, weil er weniger Arbeit hat. Ja. Ja, ja. Also bei solchen Themen bin Das ich sehr wär- wohl dabei, wo mit den Juristen all das abgestritten wird schon im Vorfeld. Ja, ja. Ja, und aber du machst ja dann auch diese außergerichtlichen Termine dann, oder bist du ja auch Sachverständiger dann in dem Fall, ne? Genau, genau. Und die holen dich da dazu jetzt. Und da geht's also immer um irgendwelche, also meistens wahrscheinlich so Mängel in Software. Der eine kauft Software oder lässt programmieren und ist nicht zufrieden mit dem, was er bekommt. Ja, Oder hat einen genau. Schaden dadurch auch. Genau, Ja. genau. Also Und genau darum geht es. Softwarequalität, das ist eben mein Thema, das ich eben prüfe, ob eine Software dem Stand der Technik entspricht. Und da schaue ich mir dann einfach diese Software an, wie die Qualität so ist. mhm. Das sind eigentlich zwei Themen, weil einerseits die Qualität ist etwas, was man bewerten kann, und ob etwas dem Stand der Technik entspricht, ist ein bisschen was anderes, weil der Stand der Technik inkludiert auch die Prozesse, mit dem etwas gemacht worden ist. Also wenn ich mir nur das Endprodukt anschaue, kann ich noch nicht genau sagen, ob es dem Stand der Technik entspricht. Ich muss eigentlich auch die Entwicklungsprozesse mir anschauen, mit welchen Tools, Technologien. Und Mhm. da gibt es beispielsweise eine Aussage, wenn man auf die Defect Density geht, also die Fehlerdichte, wie viele Fehler pro 1000 Lines of Code in einer Software noch drinnen sind. Wenn das Daumen mal Pi über 2 Fehler pro 1000 Lines of Code drüber ist, gilt die Software noch als unreif und somit noch nicht für den Einsatz geeignet. Wenn bei der Software auch Mhm. Menschenleben am Spiel stehen, dann ist es sogar noch weniger, 0,5 Bugs pro 1000 Lines of Code. Ja. Das heißt, also, du führst da eigentlich auf Basis, aber du kriegst dann quasi einen Haufen Zahlen, auch wahrscheinlich von den Tests, die dann schon gelaufen sind, von den Abnahmetests, weil du brauchst ja irgendwie eine Basis, auf der du das berechnen kannst, Genau, ne? genau. Also die Basis natürlich, wie viele Mhm. Fehler sind schon gefunden worden, ja, das kann ich mal abziehen Mhm. von dem, und wie viele Fehler prinzipiell in einer Software stecken, hängt sehr stark von der Größe einer Software ab, von der Komplexität der Software und auch interessanterweise von den automatisierten Tests. Also wenn ich automatisierte Tests habe, die dauernd laufen, werden ja über diese automatisierten Tests bereits Fehler gefunden, die dann Mhm. üblicherweise nicht in einem Bug-Tracking-Tool erfasst werden. Diese Fehler werden auch gefixt. Ähm, die, also basierend auf dem komme ich auf eine Zahl, wie viele Bugs vor dem Test, also vor dem eigentlichen Test, drinnen gewesen sind, und dann schaue ich mir an, wie viele Fehler sind denn jetzt schon gefunden worden durch Tester oder teilweise natürlich auch schon durch einen Probebetrieb, oder teilweise gibt es auch schon einen Echtbetrieb, bevor eine Software überhaupt abgenommen wird. Mhm. Mhm. Und da kommt man oft auf erstaunliche Zahlen, auch bei Situationen, wo Menschenleben dran hängen können. Ja. Also das ist ja, wie ist denn das? Kommst du dann, also du hast ja dann auf einmal als Externer einen totalen Einblick auch in die Software des Herstellers, ne? Also der muss sich ja da auch quasi darlegen, ne? Der will ja auch quasi, sie haben sich ja darauf geeinigt, dass sie dich nehmen und dass sie das jetzt klären, ne? Also du hast ja da äh, ich stelle mir das ganz schön schwierig vor, dadurch, wenn das ein großes Software-System ist, sich da jetzt mal alles irgendwie mal zu Gemüte zu führen, was denn da ist. Ne? Also hast du da so Strategien, wie du dich da reinarbeitest?
Ja, also ich schaue mir natürlich nicht im Detail jede Zeile Code an. Das geht vielleicht bei 1000 Zeilen, aber ich schaue mir oft Software an, die hat Millionen Zeilen Code. Das heißt, das, was ich nehme, ich nehme üblicherweise Tools, die mir verschiedene Hm. Informationen liefern. Ein typisches Tool oder das bekannteste Tool ist SonarQube. Mit SonarQube kriegt man programmiersprachenübergreifend, das ist ein großer Vorteil, jede Menge Informationen. Natürlich über die technische Qualität auch. SonarQube ist sehr Hm. low-level, also da sieht man eher so Code-Smells in der Art und Weise, also keine Architekturfehler oder Designfehler, aber man kriegt schon mal einen großen Überblick über die Größe, über die Komplexität der Software. Ich schaue mir natürlich auch die Architektur an. Bei der Architektur geht es aber seltener dann um die Frage, wie viele Bugs hat denn die Software, sondern entspricht die Software überhaupt dem Stand der Technik? Weil das, was man in der Architektur oft sieht, und in Wirklichkeit braucht man nur mit den Entwicklern reden, sie fragen ja, warum habt ihr denn diese Technologie verwendet, dieses Framework verwendet? Und die sagen dann oft, ja, das hat sich ein Mitarbeiter eingebildet, der hat das cool gefunden und deswegen haben wir es jetzt drinnen und wir wissen eh nicht wozu. Ähm, und das sind natürlich so Ja. gefundenes Fressen, mehr oder weniger. Ja, das passiert leider oft. Softwarearchitektur ist Ja. meistens nicht passend, sondern das, was sich die Entwickler gewünscht haben, was cool und toll und super ist, mit dem Hm. man die Aufgabe lösen kann. Ja, aber ich kann natürlich die Aufgabe mit vielen verschiedenen Sachen lösen. Aber um Hm. am Stand der Technik zu sein, reicht es nicht, dass ich sie nur lösen kann, die Aufgabe, sondern ich muss sie auch effizient und effektiv lösen können. Und das Hm. ist nur dann effizient, wenn ich auch die nächsten Jahre bedenke. Also beispielsweise, wenn ich eine Software schreibe, die die nächsten 10, 20 Jahre halten soll, dann sind die meisten JavaScript-Web-Technologien, die es heute gibt, eigentlich nicht dafür geeignet, weil die sich dermaßen schnell ändern, dass ich Mhm. allein und überhaupt keine typischen Long-Term Support bieten. Das heißt, heute ist die Version, kommt eine neue Version und 6 Monate später oder ein Jahr später wird die alte Version gar nicht mehr gewartet. Das ist etwas, Mhm. wo man im Webbereich vielleicht leben kann, aber wenn die Software 10, 20 Jahre laufen muss, muss ich da ständig dahinter sein und muss dauernd ein Update machen. Ansonsten kommen zum Beispiel sicherheitskritische Updates sind einfach nicht mehr möglich. Ja, verstehe. Ja. Jetzt ist es ja so, ich kann mir das vorstellen, gerade bei Architektur, auch wenn man sagt, das ist Stand der Technik, da gibt es ja vielleicht heute mehrere Stände der Technik. Ne? Und also nicht nur einen. Und kommst du da auch immer wieder in Diskussion dann dort mit den Architekten oder mit den Entwicklern, die sagen, nee, und die können das auch argumentieren, das ist durchaus auch eine Variante. Also wie flexibel kannst du denn du da agieren? Ähm, Das habe ich selber erst lernen müssen, weil für mich war Stand der Technik das, was für die meisten Entwickler auch Stand der Technik ist, nämlich ein neues Ding, das alle verwenden, dass man vielleicht auf Konferenzen auch hört, wie gut es ist, wie gut es funktioniert, dass alle auch lernen wollen, was auch stabil ist, mit dem ich mein Ding machen kann. Mhm. Und das ist es aber nicht, weil Stand der Technik ist nämlich gar kein technischer Begriff, sondern eigentlich ein juristischer Begriff. Und Mhm, als okay. juristischer Begriff wird er in vielen Gesetzen verwendet. Also beispielsweise, wenn eine Software oder wenn irgendein Ding nicht Stand der Technik ist, hat das Auswirkung auf Gewährleistungsrecht, Schadenersatz und so weiter. Also ich kann sagen, ja, wir kennen alle diese 2 Jahre Gewährleistung, die gibt es natürlich im Business to Business auch, die kann man zwar reduzieren auf ein Jahr, aber trotzdem, wenn ich dann ja, zeigt, das ist nicht Stand der Technik, dann muss das wie ein Bug behoben werden. Mhm. Und also es ist ein juristischer Begriff und es ist ein bisschen mehr. Also es ist Stand der Entwicklung, ja okay, das gilt für
viele Dinge. Es ist neu, es wird auf Konferenzen besprochen. Es ist fortschrittlich, ja, das gilt auch. Es muss aber auch bewährt sein und bewährt in genau dem Anwendungsgebiet. Ich schreibe gerade eben einen Artikel gemeinsam mit einem Juristen über die Anwendung von Artificial Intelligence. Und in den meisten Projekten ist genau für die Anwendung, wo man Artificial Intelligence verwendet, das potenziell nicht bewährt. Das heißt, Artificial Intelligence ist zwar ein tolles Ding, aber nicht überall bewährt und somit eigentlich nicht Stand der Technik. Und natürlich zielgerichtet muss es auch sein, zielgerichtet, effektiv und effizient muss es sein. Und da habe ich schon das erwähnt mit den Webtechnologien und vielen, vielen anderen Sachen, die halt cool klingen, die toll sind zu implementieren, aber halt vielleicht nicht für das jeweilige Projekt sinnvoll sind. Und genau da gibt es dann eben mit den Architekten diese Diskussionsgeschichten, die sagen, ja was, wir haben jetzt das coolste, neueste Ding genommen und wir sind jetzt da am Stand der Technik und sagen, nein, sorry, das Stand der Technik ist leider was anderes. Ja, also in die Falle tappe ich jetzt auch, merke ich gerade. Für mich wäre das jetzt auch einmal automatisch das Neueste, weil der heiße Scheiß, der es gerade ist. Ne? Aber so wie du es erklärst, ja, das ist natürlich nicht zwangsläufig so. Da gibt es noch andere Faktoren, die da mit reinspielen. Ja? Das ist eigentlich total einleuchtend. Jetzt ist natürlich aber so eine Architektur, wenn du sagst, ja, Jungs oder Mädels, das habt ihr jetzt von der Architektur, das ist jetzt nicht so prickelnd, das ist nicht Stand der Technik. Das ist natürlich auch etwas, das kannst du ja nicht von heute auf morgen dann einfach so ändern. Worauf einigt man sich denn dann? Also kriegen die dann so kann ja mal noch 2 Jahre jetzt weitermachen oder was kommt denn da so raus? Also wenn ich wirklich zum Streitzeitpunkt komme, also das funktioniert meistens so, irgendein Generaldirektor ruft mich an und sagt, ja, Herr Dietrich, es ist immer empfohlen worden, bitte kommen Sie vorbei, nächsten Mittwoch gibt es den Termin mit den Juristen. Und dann kann man meistens nicht Nein sagen, also ich muss immer Gewehr bei Fuß stehen und dann ist schon die Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt. Ja, also sobald die Juristen eingeschalten sind und auch die gegnerischen Anwälte schon eingeschalten sind, dann geht es zunächst einmal nur ums Streiten. Also, und mir geht es eben nicht darum, jetzt da hier zu sagen, so ist es und aus und ihr könnt die Software wegschmeißen. Das will keiner. Also es will keine der beiden Parteien möchte das, weil beide haben ja bereits sehr viel Zeit und Geld investiert in diese Software. Wenn sich dann herausstellt, das Ding ist nicht Stand der Technik, dann versuche ich immer einen Weg zu finden, wo man sagt, was können wir denn noch machen, damit die Software, damit der Auftraggeber mit dieser Software noch leben kann. Also dann üblicherweise gibt es ja eine bedingte Abnahme, macht man dann üblicherweise. Eine bedingte Abnahme heißt, man kann es schon einmal einsetzen, aber es müssen diverse Dinge noch gefixt werden, innerhalb eines Jahres beispielsweise, und dann erst erfolgt ein großer Teil der Zahlungen. Und während diesem einem Jahr wird dann so viel, wie es halt nur geht, verbessert. Und ich achte dann darauf, dass dann Prozesse eingeführt werden, dass die Qualität nachher nicht schlechter wird. Also immer mit den sogenannten Quality Gates versuche ich zu arbeiten, dass man einfach sagt, okay, folgende Punkte haben wir jetzt, wir wollen nicht schlechter werden. Typisches Beispiel ist die Test-Coverage von automatisierten Tests. Ja, da kann man natürlich immer streiten, sollte es 100% sein, ja, das verlangt ja niemand, aber wenn es irgendwo in einer großen Software nur bei 13% beispielsweise liegt, von allen automatisierten Tests und sie sich aber vielleicht verpflichtet sogar haben, 70% zu erreichen, dann empfehle ich halt zu schauen, bei jeder einzelnen Release muss es besser werden. Es darf nicht schlechter, sondern es muss halt besser werden. Und bei Architektur versuche ich dann eben die Hauptkriterien rauszubekommen. Also die Architektur ganz umstellen geht nicht, aber zumindest die aktuelle Version von Frameworks zu erreichen, das ist schon hilfreich. Vielleicht den einen oder anderen Teil rausschmeißen von den Dingen, die nicht notwendig sind. Ich habe auch öfter Projekte begleitet, dann im Nachhinein, und das dauert schon, wenn man sich nicht 100% darauf konzentriert, sondern wenn man natürlich auch Weiterentwicklungen macht, kann man schon oft mit 3-4 Jahren rechnen, bis all diese technischen Schulden
aufgeräumt sind und die Software eigentlich dem Stand entspricht, den man zum Zeitpunkt der Abnahme gerne gehabt hätte. Verstehe, ja. Nochmal zurück auf das Thema, das andere Thema war ja das große Qualität. Ne? Ja. Es gibt ja jetzt nicht nur so eine Qualität, oder wie definierst denn du Qualität in dem Kontext, von den Kriterien her oder sowas? Woran orientierst du dich da? Also für mich gibt es zwei Arten. Zunächst einmal die fachliche Qualität. Also in Wirklichkeit gibt es drei Arten. Nämlich macht die Software auch das, was das Business benötigt. Und das ist halt ganz schwer herauszufinden, weil die meisten in der agilen Softwareentwicklung sagt man, der Business Value ist ganz, ganz wichtig. Business Value kann man eigentlich erst messen, wenn das Ding in Einsatz ist. Vorher weiß man den Business Value nicht. Vorher kann man noch schauen, wie zufrieden sind die Anwender damit, aber nur deswegen, weil Anwender zufrieden sind, heißt das nicht, dass man unbedingt Business Value geschaffen hat. Das ist jetzt natürlich etwas, was ich als Sachverständiger nie wirklich prüfe. Wenn der Auftraggeber etwas beauftragt hat, was seinen Business Value nicht erhöht, dann ist er halt selber schuld. Ja. Ob etwas jetzt den Anforderungen entspricht in der agilen Softwareentwicklung, ob die Stories auch alle umgesetzt worden sind oder gibt es irgendein Pflichtenheft, Lastenheft, das ist ja genau die fachliche Qualität. Das ist ja genau das, was, um das sich der Test kümmert. Und da schaue ich natürlich den Testern auf die Finger, mehr oder weniger, wie gut ist denn der Test gelaufen? Welche Testarten sind gemacht worden? Wie viele Fehler sind denn gefunden worden? Also ich versuche da eher von hintenherum zu kommen. Also es gibt so viele verschiedene Testarten, die alle Stand der Technik sind und die alle sagen, meine Testart alleine reicht nicht. Du musst die anderen Testarten auch machen. Ja? Also der Mix ist hilfreich und ich prüfe dann, wie viele Fehler sind denn gefunden worden mit den Testarten, weil du kennst es selber als Tester, wenn du mit der Testart A einfach nichts mehr findest, heißt das nicht, dass du fertig bist, sondern dann probierst du es einmal mit einer anderen Art und Weise, was man denn machen kann. Also die fachliche Qualität, da gehören natürlich auch die nicht funktionalen Requirements dazu, die überprüft werden müssen. Und die sind sehr oft schwer zu überprüfen, weil sie halt nur sehr wischiwaschi formuliert sind. Also zu Usability beispielsweise steht selten irgendwas dabei oder wird selten irgendwie konkret irgendwas gefordert. Aber da gibt es natürlich Testmöglichkeiten, wo man sagt, naja, habt ihr überhaupt jemals geprüft, ob die Anwendung auch eine entsprechende Usability hat? Performance, genau das Gleiche. Oft steht nur drinnen, die Anwendung muss sich performant verhalten. Ja, was heißt denn performant? Ja. 2 Sekunden Reaktionszeit? Ja, schon, aber wenn ich irgendwelche große Sachen berechne, einen Jahresabschluss berechne, dann ist es völlig verständlich, wenn das nicht nach 2 Sekunden da ist, der Jahresabschluss. Also das ist alles die fachliche Qualität und dann das andere, was ich eben prüfe, das ist dann eben die technische Qualität. Da geht es um den Stand der Technik, also da gibt es hunderte Kriterien. Also von den Low-Level-Sachen sind die Naming- und Coding-Convention eingehalten worden. Ja, das ist dermaßen Low-Level, das schaue ich mir eigentlich fast gar nicht mehr an. Aber natürlich gibt es da Code Smells oder Code Stenches. Also Code Stench ist etwas, der stinkt nicht nur, sondern das ist wirklich grauslich und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt oder in Zukunft zu einem Bug. Und also typischerweise irgendwelche Null-Pointer-Geschichten oder in Java, wenn man bei einem Vergleich nicht mit Doppel ist gleich vergleicht, sondern mit einem Einfach ist gleich in einer If-Geschichte. Das ist sicher, also mit hoher Wahrscheinlichkeit kein bewusst geschriebener Code, auch wenn er läuft. Achtung, das einfach so
quer durchs Beet ausbessern, ist auch nicht gut. Es kann sein, dass dadurch dann Bugs entstehen, weil bislang hat man sich auf dieses Fehlverhalten eigentlich verlassen. Und dann, das geht natürlich dann ganz hinauf bis Zyklenprüfungen, Abhängigkeitszyklen, Dead-Code-Analyse, doppelter Code-Analyse, Architektur. Ist die definierte Architektur überhaupt eingehalten worden? Also das ist alles dieser technische Bereich, ob das Werkel innen und außen schön ist. Ob das Auto mich von A nach B sicher bringt, ist das eine. Und das andere ist, ich mache den Motorhaube auf und schaue, ob die Schrauben auch festsitzen oder ob da nicht eine Holzschraube statt einer metrischen Schraube irgendwo drinnen steckt. Sehr spannend. Und also deine ganzen Prüfungen führen ja im Endeffekt dann zu irgendeinem Art Bericht, nehme ich an, also ein Gutachten. Genau, ein Gutachten. Ja? Ein Gutachten. Ne? Das ist und wenn das außergerichtlich ist, man hat sich geeinigt auf dich und so, wie ist das dann, wenn du dein erstes Mal das Gutachten bringst, sagen die, ja, okay, nehmen wir so, oder fängt dann nochmal so eine Diskussionsrunde häufig an, so, ja, nee, aber wir machen das eigentlich super und nee, wir wollen das doch anders. Wie ist das so kann man sich das vorstellen? Also es ist unterschiedlich. Es gibt, also im Streitfall ist es so, also ich schreibe bei allen Gutachten ein bisschen mehr, als man üblicherweise in einem Gutachten hineinschreibt. In ein Gutachten schreibt man hinein zunächst einmal eine Bestandsaufnahme. Also was haben wir, was für Kennzahlen existieren denn, und dann aus dieser Bestandsaufnahme basierend die gutachterliche Aussage, die vor Gericht verwendet werden kann, mehr oder weniger entspricht es oder entspricht es nicht oder in welchen Teilen ist es zu schlecht, die Software. Aber ich schreibe immer noch einen dritten Teil, nämlich eben eine Empfehlung, wie mit diesen Sachen umzugehen ist. Und es gibt einige Punkte, ein typisches Beispiel ist eben die Coverage von automatisierten Tests. Wie viel Code oder wie viel Funktionalität ist denn jetzt durch automatisierte Tests, insbesondere durch Unit-Tests gecovert? Die Empfehlung ist aus meiner Seite niemals, ja, dann schreiben wir halt mehr Unit-Tests, dass wir eine höhere Coverage haben, weil das führt zu extremen Verschlimmbesserungen in Wirklichkeit. Damit zementiere ich etwas ein, was ich gar nicht einzementieren möchte. Das heißt, auch wenn rausgekommen ist, es gibt zu wenig automatisierte Tests, ist niemals die Empfehlung, schreibt mehr automatisierte Tests, sondern die Empfehlung in dem Fall ist, bei jeder Änderung des Codes, also wenn ich neuen Code dazu schreibe oder Code ändere, dann muss ich vorher idealerweise Tests dafür schreiben, damit genau nur diese Änderung überprüft wird und bitte intelligente Tests. Also und auch das ist natürlich, die Code-Coverage sagt überhaupt nichts über die Intelligenz eines Tests aus. Da wird dann halt gesagt, ja, all das muss mit intelligenten Tests versehen werden. Und auf das kann man sich dann meistens einigen. Ob das dann gemacht wird oder nicht, das muss in Wirklichkeit laufend weiter geprüft werden. Es gibt auch sehr oft die Situation, wo ich von Auftraggebern geholt werde für interne Software. Also die haben es gar nicht extern vergeben. Der sagt, ich bin Abteilungsleiter jetzt geworden in der IT-Abteilung und vorher bin ich woanders gewesen und jetzt möchte ich einfach mal wissen, was habe ich denn da? Meine Programmierer sagen mir, ja, das musst alles wegschmeißen, das müssen wir neu schreiben, das ist alles schlecht. Die Tester sagen aber, naja, aber das haben wir individuell, ist das gemacht worden, das entspricht genau dem, was die Kunden haben wollen. Ich glaube nicht, dass das so einfach sein wird, das neu zu schreiben. Der will wissen, woran er ist. Und beim Wissen, woran er ist halt die Frage, was dann mit dem Gutachten schlussendlich passiert. Idealerweise natürlich macht er dann was mit dem Gutachten, aber ich gebe mich keiner Illusion hin. Selbstverständlich gibt es auch Gutachten von mir, die nur dazu dienen, dass irgendjemand seine Position festigt und das Gutachten verschwindet schlussendlich im Ladl. Ja. Und 10 Jahre später rufen sie mich wieder an. Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich war in einem ähnlichen Projekt mit Softwaremetriken, da sollten wir auch ganz viel messen, weil es um die Weiterentwicklung ging, Komplexität, Qualität und Quantität von den Systemen messen, um zu sehen, welches pflegt man weiter. Aber das war auch eher
Also man hat ganz viel gemessen und dann hat ganz viele Zahlen gehabt und war dann sehr froh, aber es ist dann, so wie ich mitbekommen habe, danach nie was passiert damit. Ja. Es ist auch zunächst ein Riesenhaufen. Also man kommt ja auf viele, viele Dinge drauf und ich erkläre den Leuten immer, wir stehen vor Mount Everest. Wie geht man am besten auf einen Berg? Auf einen Berg geht man am besten, indem man geht und darauf achtet, dass man nicht abstürzt. Das ist das Allerwichtigste. Geht's einfach. Versucht's, einzelne Maßnahmen zu machen und einfach immer nur weitergehen und irgendwann einmal werdet sehen, wir sind jetzt schon auf der Zugspitze. Eigentlich reicht uns das. Wir müssen nicht auf den Mount Everest kommen. Jetzt inzwischen, das Werk ist immer noch schwerfällig, aber ja, es reicht jetzt schon von der Qualität her. Ja. Das ist eine ganz schöne Metapher, finde ich. Man sieht, ich finde, du hast vorher SonarCube erwähnt. Also ich sehe das so häufig, dass das in Unternehmen, also entweder sie haben es schon oder sie holen sich dann, ne? Dann legen die einen großen Schalter um und dann kommt da ein Report raus, der alles zerreißt, wo da Tausende von Dings, und die wissen, also das ist wie Mount Everest, ne? Und die alle in Schockstarre davor und dann wird, vielleicht sollte man mal die Regeln abschalten, so, dann ist es wieder weniger. Ne? So. Ja, genau. Das ist natürlich nicht der richtige Weg, sondern einfach mal Step by Step mal sich dem Ganzen zu nähern, ne? und ins Tun zu kommen. Ja. Deswegen ist der SonarCube besonders gut, weil das kann eben so diese Quality Gates machen, wo ich sage, besser als. Also ich schaue mir nur den geänderten, den Neucode an und sage, nur dort müssen die Regeln eingehalten werden. Und bei allgemeinen Metriken wie Coverage oder was auch immer, was doppelter Code, da soll es niemals schlechter werden, sondern immer sukzessive besser. Das ist dann hilfreich. Aber auch, wie gesagt, SonarCube ist schön und gut, aber es ist Low-Level. Es ist wirklich Low-Level. Auch wenn ich super toll in SonarCube bin, habe ich deswegen immer noch keine Software, die wirklich super toll ist. Es gibt leider wenig Tools und da braucht man auch, glaube ich, mehr Intelligenz, als ein Tool aufbringen kann, um zu überprüfen, ist dieses Framework überhaupt geeignet, um diese Software die nächsten 10, 15 Jahre zu unterstützen? Ja, das kann ein Tool nicht. Da muss ich mir die Historie von dem Framework anschauen, wie viele Committer gibt es bei dem Framework, was auch immer. Ja, verstehe. Ja, klar, das. Du hast ja jetzt sehr über die Jahre, also wir kennen uns schon so lange und du warst damals für mich schon so ein Senior-Software-Entwickler, Architekt. Du hast immer schon verstanden, wie die Dinge irgendwie laufen. Also ich finde, du hast hohe Expertise in dem ganzen Bereich und jetzt siehst du quasi von außen immer in so Softwareunternehmen rein, wie die das so machen und wie die so ihre Qualität haben und wenn du mal rein aus dem Bauch hast, wie siehst du denn das Thema Qualität in Softwareentwicklungshäusern? Tut sich da was? Wird das besser? Ist das ein Thema, was wir im Griff haben? Oder denkst du dir manchmal, mein Gott, mach doch am besten den Laden zu? Also ich merke, dass es agiler wird. Und ich meine, ich habe im 99er Jahr mit agiler Softwareentwicklung, mit Extreme Programming angefangen. Es wird schon langsam Zeit, dass es auch wirklich agiler wird. Auch wenn oft was nur am Blattl Papier agiler wird, das Mindset ist doch vorhanden, dass die Leute agiler denken und eben nicht stupide irgendwelche Testreports ausfüllen, sondern auch wirklich intelligent an die Sache herangehen. Aber was ich sehr wohl sehe, ist, dass Agilität zu höherer Geschwindigkeit und höherer Produktivität führt, aus meiner Sicht nicht zu höherer Qualität. Früher hat man halt wahnsinnig viel Zeit investiert und Tonnen an Papier erzeugt und ist auf zumindest die gleiche fachliche und auch technische Qualität gekommen, wie man jetzt mit weniger Aufwand auch kommt. Das heißt, aus meiner Sicht wäre man nicht besser. Und zwar auch aus meiner Sicht branchenübergreifend. Also ich bin auch in der Flugindustrie tätig, ich bin im Gesundheitsbereich auch tätig und die kochen genauso auch nur mit Wasser. Das heißt, da ist alles viel teurer, weil viel mehr dokumentiert noch wird, weil viele Dinge halt nicht so agil laufen, aber de facto so viel besser ist dort auch nicht das, was erzeugt wird. Und das ist halt, ja, problematisch natürlich, weil früher hat man halt vielleicht
keine Ahnung, in den 70er Jahren, wie man mit den Lochkarten gearbeitet hat, da hat man halt ganz andere Personenstunden gehabt und hat dann zig Millionen wo hinein investiert und jetzt ist es jetzt inflationsbereinigt vielleicht günstiger geworden, aber die Qualität sehe ich nicht, dass sie wirklich besser geworden ist. Ah ja, ist spannend. Interessantes Bild. Finde ich echt cool, dass du uns da noch so einen Einblick gibst. Also, vielen lieben Dank, Sebi, für diesen interessanten Ausflug mal in eine andere Welt. Ne? Wir sind hier also von den Hörerinnen und Hörern ganz viele Entwickler, Programmierer, Tester, die so in ihren Projekten arbeiten. Ne? Und ich glaube, man macht sich manchmal gar nicht die Gedanken, was für Auswirkungen das auch in der Juristerei haben kann da hinten. Ja, genau. Und worauf es dann eigentlich ankommt und wie wichtig das eigentlich ist, dass wir da auch einen sauberen Job machen. So, also Ja. da danke ich dir schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal Rede und Antwort zu stehen. Gerne. Und, was ich auch wirklich raten kann, ist, nicht nur juristisch anschauen, sondern einfach geht's mal dorthin, wo eure Software eingesetzt wird, 5, 6, 7 Jahre nachdem ihr fertig seid und schaut euch an, wie wird denn die Software gemacht und dann, oder was wird damit gemacht und dann werdet ihr vielleicht sehen, ja, das war wirklich ein tolles Projekt, das war cool, hat auch etwas geliefert, was bringt, oder es war ein tolles, cooles Projekt, aber eigentlich inzwischen haben sie es schon weggeschmissen, weil es damit nicht arbeiten können, die Leute. Ja, das ist ein schöner Tipp zum Abschluss. Ja, Sebi, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und bis bald. Dankeschön, danke. Toi, toi, toi. Ciao.